Herzlich willkommen zu Brickstar Terminal Railroad. Wir machen heute mal was ganz Neues, nämlich 2 Reviews in einem einzigen Video. Und eventuell zeige ich euch auch direkt das, was ich anspreche. Das wurde ja als Wunsch geäußert bei den letzten Reviews. Ich habe gestern auch schon ein bisschen geübt. Es kann also heute nur besser werden, weil gestern habe ich einen echt tollen Stummfilm produziert. Heute geht's um 2 Sets von Funhole, respektive Lumibrix, wie sie in Kürze heißen werden. Nämlich zum einen das Twilight Motel und zum anderen die Gas Station, also die Tankstelle. Beides Sets aus der Roadtrip-Serie. Die Serie besteht eigentlich aus 3 Sets. 2 davon sind Gebäude und das sind auch eher kleinere Gebäude. Das Motel hat 1970 Teile, die Gas Station sogar nur 1608. Die Serie dreht sich um einen Roadtrip in den USA der 1970er Jahre und da starten wir mit dem Motel hier direkt vor mir. So die typische Übernachtungsmöglichkeit in eben diesen 70ern in den USA, wenn man auf einem Roadtrip unterwegs war. Das steht auf einer 32x42er Basis und hat meiner Meinung nach eine sehr coole Farbwahl. Zum einen im Obergeschoss vor allem dieses Off-White und dann aber auch dieses dunkle Türkis, dieses Sand Green, wird es, glaube ich, eine andere Firma mit 4 Buchstaben nennen für das Dach und auch für so andere Zierelemente wie hier zum Beispiel auf dem Zaun. Das ist absolut passend meiner Meinung nach für ein Setup in den 70er Jahren der USA. Die Steinqualität ist wie immer bei Funhole super. Man verwendet da ja die Go-Brick-Steine. Da gibt es nichts auszusetzen über die Klemmkraft. Manchmal gibt es was auszusetzen hinsichtlich von Kratzern auf glatten Flächen. Das hatte ich ja beim Record Store zum Beispiel. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Hier sind alle Teile in bester Ordnung, alles kratzerfrei. Das Gebäude hat, man kennt es mittlerweile von Funhole, eine geniale Inneneinrichtung, würde ich mal sagen. Unten mit einem Empfang, einer Bar und einem Billard, oben dann 2 Zimmer, einmal das Luxuszimmer mit Balkon und dann das Standardzimmer ohne Balkon. Und in die gucken wir hier auch gleich mal rein. Also, Dach ab, da passiert das, was gerne mal passiert, dass nämlich die Kontaktplate hängen bleibt. So. Jetzt hat es geklappt, also das Dach ist ab und wir können einen ersten Blick hier in die 2 Zimmer werfen. Da nehme ich euch jetzt hier mal mit auf die andere Kamera. Wir haben zum einen hier das Standardzimmer und ich schiebe es mal hier ein bisschen drüber, dann sehen wir das nämlich auch. Das Luxuszimmer mit dem kleinen Balkon hinten raus noch. Und beide mit einer ziemlich genial gestalteten Nasszelle. Da ist sogar ein Duschvorhang dran, der aus einem Stück Stoff besteht. Das sind eigentlich Bürsten als Duschköpfe eingesetzt. Nur wenn man gerade geduscht hat, muss man ein bisschen hoffen, dass man nicht gleich wieder aufs Klo muss, weil das dürfte dann noch ein bisschen feucht auch ums Klo rum sein. So klein ist die Nasszelle dann tatsächlich ausgefallen. Und natürlich werfen wir auch noch einen Blick ins Erdgeschoss. Hier den ersten Stock auch abnehmen. Mit dem schon angesprochenen Billardtisch, mit einem großen Empfangsbarbereich, mit einigen Schildern hier hinten an der Wand, wie man das von so einem American Diner zum Beispiel auch kennt. Und mit einer coolen Jukebox und wie bei allen Elementen hier in den neueren Funhole-Bausätzen sind alle Fliesen zum Beispiel hier aufwendig bedruckt. Man findet im ganzen Bausatz keinen einzigen Aufkleber. Sieht man mal hier von diesen Kontaktplates ab. Die muss man tatsächlich noch kleben. Aber alles, was so gestalterische Sachen angeht, das ist alles bedruckt in der Top-Qualität. Da muss man 0 Aufkleber mehr anbringen. Das ist wirklich super mittlerweile von Funhole. Die haben da wirklich zugehört und haben da umgesetzt und die machen das auf einem sehr hohen Niveau. Was sie auch wie immer auf einem sehr hohen Niveau machen, ist die Beleuchtung. Die hier ist auch wieder sehr genial gelungen. Beispielsweise gibt es hier so eine Disco-Animationsleuchte im Billardbereich dieses Zimmers. Das ist fast mehr Disco als bei der Factory Disco, die zur Streetlife-Serie gehört. Und es gibt natürlich dieses riesige Werbeschild
Gucken, ob ich das hier in die Kamera reinkriege. So. Dieses riesige Werbeschild, das genauso ist, wie man es halt von so einem Motel aus den 70er Jahren kennt, mit aufwendig gestalteten Schildern, die unterschiedlich beleuchtet sind, mit dem riesigen Pfeil, der dann noch zeigt, guck mal, da ist das Motel, verpasse es auf gar keinen Fall, weil sonst musst du heute Nacht im Auto pennen. Das ist wirklich grandios gemacht. Apropos Autos, da ist ein Auto mit dabei bei diesem Set, das passt von der Optik her sehr gut zu dem Jahrzehnt, das das Gesamtensemble darstellen soll, also so 70er Jahre der USA, und das hat beleuchtete Vorder- und Rücklichter. Und auch wenn das Set insgesamt absolut genial und sein Geld wert ist, so ein paar kleinere Kritikpunkte habe ich dann doch auch wieder, in der Hoffnung natürlich, dass man bei Funhole zuhört und auch hier für Abhilfe sorgt. Das eine ist so ein Logikfehler, finde ich, in dem Gesamtbausatz. Hier oben auf dem Dach sehen wir, haben wir eine sehr große Antenne drauf. Wir haben aber gleichzeitig dann auch noch Mini-Antennen auf beiden Fernsehgeräten drauf. Also entweder brauche ich die große nicht oder ich brauche die kleine auf den Fernseher nicht. Dann, und das zieht sich leider sehr konsequent bislang noch durch alle Funhole-Bausätze durch, ist dieses Spaceplate-Maß, das man benutzt, irgendwie völlig wild aus der Luft gegriffen. Also wir haben jetzt hier 32 x 42, jetzt vorhin schon angesprochen. Warum nimmt man da nicht einen 48er? Dann wäre man im 16er Raster, das wird perfekt in jede andere Stadt passen, und vor allem dieses Motel-Schild, so geil wie es auch ist, wird halt nicht jämmerlich weit über diese Baseplate rausragen. Das Dach ist ein bisschen fummelig zu montieren. Ich habe es jetzt aufgrund des Videos schon ein paar Mal gemacht und habe mittlerweile, glaube ich, auch den Trick raus, wie es am einfachsten funktioniert. Weil wenn man irgendwie versucht, hier die Überstände genau zu treffen, die hier vorne sind und an den Seiten sind, dann verzweifelt man relativ schnell. Allerdings, wenn man das Dach so auflegt, dass hier hinten das Dach bündig mit der darunterliegenden Wand ist, dann ist es relativ simpel und schnell zu montieren. Wo wir gerade beim Dach sind, ich nehme es nochmal ab. Ich finde das Schild auf dem Dach so im Gesamtkontext des Motels ja eher bescheiden. Also das Schild an und für sich ist geil gemacht, auch mit diesem gebauten Pfeil hier und so. Aber die Beleuchtung über so eine einzige kleine Lampe zu realisieren, da wäre meiner Meinung nach deutlich mehr drin gewesen. Und dann habe ich das ganze Gebäude mal hingelegt, damit ich das zeigen kann, wo es jetzt mir als nächstes drum geht. Die Ausleuchtung dieser Schilder. Die Schilder sind geil, kann man nicht anders sagen. Super gut bedruckt und dann auch teilweise so wieder ausgraviert. Zumindest fühlt sich so leicht vertieft an. Aber die Ausleuchtung ist halt nicht wirklich gut. Das zieht sich aber durch alle derartigen Paneele, egal in welchem Funhole-Bau. Also das Balcony Theater ist betroffen, das Apartment aus der Cyberpunk Series ist betroffen. Das ist ein bisschen technisch bedingt durch die Art und Weise, wie man hier die Lichtquelle an diese Paneele packt, nämlich immer nur an einer Seite hier, beziehungsweise beim Pfeil hier sogar hier unten, und dann leuchtet der faktisch oben nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass hier das Videolicht irgendwie mit runterbrutzelt. Man sieht da auch bei abgedunkeltem Raum nicht mehr wirklich viel von dem Licht, das von hier unten reinkommt. Glaubt ihr nicht, ne? Habe ich mir gedacht, deshalb habe ich immer gerade das Licht ausgemacht. Also da ist wirklich nicht mehr viel Licht oben am Ende, das da ankommt, während es hier unten einfach sehr hell ist. So, habe ich wieder Licht angemacht. Jetzt bringen wir das Ganze mal wieder in seine natürliche Standposition zurück. Und setzen erstmal die Antenne wieder auf, die wir bei der Gelegenheit verloren hatten. Und switchen rüber hier zur Treppe. Und da gehe ich jetzt mal mit euch auf die andere Kamera. Denn diese Verbindung zwischen Haupthaus und Treppe, die ist immer so ein bisschen wackelig. Man sieht das hier, also es gibt da immer einen Spalt, der ist auch immer da. Das hätte man meiner Meinung nach deutlich geschickter lösen können, indem man einfach, ich nehme mal hier das erste Stockwerk komplett ab, hierhin eine Jumperplate gesetzt hätte, auf der dann das Teil hier aufliegt und gut fest ist und das dann auch wirklich schön die Treppe an das Haupthaus rangezogen wird. Und weil wir gerade mal hier sind, diese Palme, die ist einfach nur nervig.
Ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt hier in der Vorbereitung zu diesem Video schon unabsichtlich von der Platte gefetzt habe. Das wäre schön, wenn die wirklich ein bisschen besser halten würde. Die Autos sind leider nicht minifigurentauglich, also nicht Funhole-Minifiguren tauglich sowieso nicht, weil die da nicht wirklich reinpassen. Es ist eine echte Qual, eine Figur in dieses Auto zu setzen. Aber wenn sie denn dann mal drin sitzt, dann schaut sie halt genau oben auf den Abschluss von der Frontscheibe und nicht durch diese durch. Das ist verkehrstechnisch jetzt nicht so ganz optimal. Und die Stoßstange von dem Auto, also die hintere, die ist auch eine leichte Zumutung. Weiß nicht, wie oft da mir die beiden Teile an der Seite wirklich abgefallen sind. Gar nicht tauglich für diese Funhole-Figuren oder eher Orang-Utans ist das Motorrad. Die bekommst du da einfach nicht vernünftig drauf. Das sieht immer bescheiden, war glaube ich das Wort, das ich nehmen sollte, damit der YouTube-Algorithmus nicht anschlägt. Also das sieht immer bescheiden aus. Das kannst du nicht wirklich gut machen und die sollten meiner Meinung nach entweder die Motorräder weglassen oder endlich vernünftige Minifiguren zu den Sets dazu packen, die auch nach was anderem aussehen als ein langarmiger Orang-Utan, der, wenn man ihm die Hände nach oben klappt, immer die Hände vorm Gesicht hat. Das Set kommt aktuell auf 130 €, was ein sehr guter Preis ist angesichts der Anzahl der Teile und vor allem der Tatsache, dass man halt hier eine sehr umfangreiche, sehr ausgeklügelte Beleuchtung direkt mitbekommt. Also man kann da definitiv nichts falsch machen, wenn man zum Motel von Funhole greift. Und dann kommen wir zur Tankstelle. Die Tankstelle ist das ganz neue Set in der Roadtrip-Serie. Ist auch in den USA zum Beispiel aktuell eher schwierig zu bekommen. In Deutschland haben wir das Problem nicht und deshalb habe ich sie auch da. Ihr konntet ja im Livestream schon mehr oder weniger komplett mitverfolgen, wie ich die aufgebaut habe. Und auch das hier ist meiner Meinung nach sehr gut getroffen. Typische 70er Jahre US-Tanke, lebendige, kräftige Farben. Ich meine, Orange ist bei mir sowieso eigentlich ein unbedingter Kaufgrund. Ich liebe Orange, ich liebe vor allem auch so kräftiges Orange, wie wir es hier haben. Es hat mich ein bisschen an Gulf Oil erinnert, die ja auch ein kräftiges Orange in ihrer Tankstellen, in ihrer Benzinmarke drin haben. Hier haben wir natürlich jetzt nicht irgendwie Gulf, sondern Blue Hour, was aus der Zapfsäule fließt. Wir haben die ein oder andere, meiner Meinung nach, sehr clevere Konstruktion in diesem Gebäude. Zum einen mal diese komplette Dachkonstruktion, die sehr stabil ist am Ende, wenn sie dann komplett fertig ist. Oder auch so die Art und Weise, wie hier dieses Schild oben auf dem Dach gebaut ist, wo man eigentlich gar nicht mehr sieht, mit welchen Elementen das am Ende gehalten wird. Anders als beim Hotel haben wir hier zwei Puppenhaustüren, durch die wir in das Gebäude reinschauen können. Und ich nehme euch mal hier rum mit auf die andere Kamera. Die eine ist hier hinten am Verkaufsraum angebracht und öffnet sich entsprechend, und die zweite ist hier außen ein bisschen nach links, damit ihr da auch was seht, an dieser Garage dran, und dadurch hat man entsprechend Einblick ins Gebäude. Bei der am Verkaufsraum kommt da noch ein Feature hinzu, das man schon vom Record Store kennt, nämlich dass man die Inneneinrichtung oder zumindest einen großen Teil der Inneneinrichtung komplett rausnehmen kann. Das ist also genauso konstruiert wie im Record Store. Hier ist die Plate mit der Door Rail, die dann hier unten in die Nut geht, und unten auf der Unterseite haben wir da entsprechend was frei, damit das entsprechend in die Führung, die hier wiederum im Boden eingelassen ist, reingeht und das Ganze sich sehr gut da in diesen Verkaufsraum wieder reinschieben lässt. Die Kabelführung finde ich auch in dem Gebäude wieder sehr clever gelöst. Also wir haben ja sowohl vorne die beleuchteten Zapfsäulen, an die irgendwie Strom kommen muss, als auch hier dieses große Schild, an dem eine Lampe dran ist. Und beim Schild werden die Kabel tatsächlich komplett hier durch den Ständer geführt und dann hier wieder in die kleine Werkstatt rein und dann oben übers Dach bis hier hinten in die Verteilerplate. Bei den Zapfsäulen hat man einen kleinen anderen Weg gewählt. Da verschwinden die Kabel unter diesen speziellen Fliesen, die Kabelführungsschächte haben. Zunächst mal hier im Boden und werden dann unterm Verkaufsraum durchgeführt und landen dann auch am Ende hinten wieder im Verteiler.
So, und dann kippe ich euch das mal hier ein bisschen, damit ihr den nächsten Punkt seht, den ich ansprechen will. Wie auch schon beim Record Store kombiniert man die Prints, also auch dieses Gebäude hat keinerlei Aufkleber, sondern nur bedruckte Teile und man kombiniert die Prints sehr clever mit unifarbenen Teilen. So ist zum Beispiel hier die 3 Blautöne, beziehungsweise 2 davon sind dann aufgedruckt, während das goldene und das orangene Teil einfach standardfarbige, unifarbene Teile sind. Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Auch hier habe ich natürlich so ein paar kleinere Kritikpunkte, aber es ist wirklich auch diesmal wieder Jammern auf hohem Niveau. Die Kabellängen sind mitunter sehr, sehr geizig ausgelegt, vor allem hier im Bereich der Zapfsäulen. Da müsst ihr unbedingt beim Zusammenbau darauf achten, dass die Kabel, die von dieser LED abgehen, wirklich lotrecht nach unten gehen, sonst kriegt ihr die zweite Zapfsäule da nicht mehr verbaut. Auch die Beleuchtung ist ein bisschen sparsam ausgefallen in meinen Augen. Also wir haben zum Beispiel ja hier, ich hatte es ja gerade schon mal angekippt. Ich kann das aber gerne nochmal machen. Wir haben ja hier das große Schild mit den Blue Hour Gas Station und dem Autoservice drauf. Da ist aber nur eine einzige Funzellampe drauf. Da hätte man meiner Meinung nach mehr machen können. Das gleiche gilt für die Zapfsäulen meiner Meinung nach, wo die beleuchteten Schilder oben drauf total cool sind. Aber warum beleuchtet man dann nicht auch noch die Anzeige hier? Und obendrauf hier haben wir zum Beispiel so blaue Leuchten, die einfach da sind. Die leuchten noch nicht mal blau. Der Werkstatt fehlt ein Garagentor. Also das ist nicht einfach offen. Das ist einfach nicht da. Also das ist auch eher unrealistisch, dass das hier mit offen gelassen wird über Nacht, aber das korreliert ein bisschen damit, dass man bei Funhole irgendwie die Werkzeuge auf dem Dach lagern möchte. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Die entsprechenden Kisten, wie ihr seht, bei mir sind leer. Und wo wir gerade beim Dach sind, hier hinten drin ist dann plötzlich ein Technik-Brick eingesetzt, ein 1x8er. Warum denn das? Was mir auch aufgefallen ist, in der Anleitung sind die Kontaktpanels schon fertig montiert abgebildet, aber man muss eigentlich den kleinen diese Kontaktfläche aufkleben. Für mich, der jetzt schon sehr viele Funhole-Bausätze gebaut hat, für den ist das vielleicht ein bisschen irritierend, aber wenn das dein erster Funhole-Bausatz ist, dann kann dich das, glaube ich, ganz schön aus dem Konzept werfen. Wo wir gerade bei den Kontaktpaneelen sind, die Farbwahl ist auch irgendwie komisch. Ich habe gerade schon mal beide Dächer runtergenommen, weil das komplette mit dem Dach auch die Zapfsäulen überspannt. Das ist ein bisschen hakelig runterzunehmen. Aber wir haben hier an der Garage, die, wie man sieht, hier oben weiße Fliesen drauf hat, ein dunkelgraues Kontaktpanel und haben hier am Verkaufsraum, das dunkelblaue Fliesen hat, ein weißes Kontaktpanel. Also, ganz ehrlich, wenn es mir vorher aufgefallen wäre, hätte ich die getauscht. Im Verkaufsraum geht es sehr eng zu und das liegt nicht an den Funhole-Figuren. Da ist einfach kein Platz in dem Bereich hinter der Kasse. Auch dieses Set zeichnet sich wieder durch eine mehr oder weniger unsinnige Telefonnummer aus. Also wir haben die einmal ja hier auf der Tür stehen und dann hier aber auch auf dem großen Schild. Sehr viele Nullen kommen davor. Es ist besser als beim Record Store. Da stehen am Ende hinten dran ja einfach nur 4 Xe. Aber gut ist es immer noch nicht. Das ist übrigens auch was mir beim Motel aufgefallen ist, was ich aber glatt vergessen hatte, als ich jetzt das Motel in der Hand hatte. Die Route, an der dieses Motel liegt, also man will natürlich eigentlich Route 66 haben, nimmt das aber wahrscheinlich nicht, weil man Angst hat, irgendwelche Copyrights zu verletzen. Anstatt dass man dann aber eine sinnvolle Zahl benutzt, lass es Route 77 sein oder was auch immer, nimmt man da tatsächlich Route 00 oder 00, wie auch immer man 0 in Englisch ausgesprochen wissen will. 00 im Deutschen ist ein Klo und meiner Meinung nach ist diese Bezeichnung mit Route 00 genau das, einfach ein Griff ins Klo. Von diesen Werkzeugträgern sind insgesamt 3 Stück im Set und eigentlich nur, weil man 3-mal den Hammer braucht. Und ganz ehrlich, bei einer Autowerkstatt, warum eigentlich den Hammer? Den Kaktus hier hinten auf der Ecke, den kann ich in etwa genauso gut leiten wie die Palme beim Motel. Der ist mir jetzt hier auch schon irgendwie
tausendmal durch die Gegend geflogen und so richtig gut sieht er auch noch nicht mal aus. Gleiches gilt für Auto und Motorrad, auch da analog die gleichen Probleme wie beim Motel. Sobald die Figur mal drin sitzt, sieht sie nichts mehr. Aufs Motorrad kannst du nicht wirklich eine Figur draufsetzen. Hier kommen noch 2 weitere Kritikpunkte hinzu. Beim Auto hat es noch nicht mal für beleuchtete Rücklichter gereicht, wobei man kann natürlich argumentieren, hier, das ist doch eine Autowerkstatt, das Auto ist gerade da, weil die Rücklichter nicht gehen. Das wäre zumindest ein valides Argument. Der Auspuff beim Motorrad hingegen ist eine absolute Zumutung. Den verbiegst du irgendwie nur vom Anschauen. Also den wirklich mal so zu fotografieren oder auch aufs Modell hier zu setzen, dass die beiden Auspufftöpfe wirklich parallel liegen, ist echt eine Herausforderung. Kleiner Montagehinweis noch zu dem großen Schild. Man sieht, ich kann das mittlerweile bedenkenlos kippen, ohne dass es mir hier unten quasi wegbricht. Das war nicht immer so. Und der Grund ist dieser 1x1 Round, durch den diese Führungshülse gesteckt wird. Da ist die Öffnung so eng, dass er mir diese Führungshülse jedes Mal mit nach oben geschoben hat. Also wieder komplett hier in diesen Pfosten rein. Und dann ist mir hier unten das Schild immer wieder weggeknickt. Hier muss man also wirklich beim Zusammenbau darauf achten, dass diese Führungshülse auch in den Fuß mit reingeht und nicht durch irgendein Element nach oben rausgeschoben wird. Und dann ist das auch eine sehr stabile Konstruktion. Die Tankstelle, wie gesagt, ein bisschen kleiner als das Motel, 1600 Teile circa und damit auch ein bisschen günstiger, wechselt aktuell für in etwa 100 € den Besitzer. Und auch da bekommt man wirklich ein sehr, sehr schönes Modell zum sehr guten Preis. Wie gesagt, auch hier Beleuchtung schon komplett mit dabei und das für gerade mal 100 €. Mit dabei sind bei jedem Set auch 3 Minifiguren, die vom Motel, weiß ich gerade nicht, wo sie sind, wahrscheinlich schon in irgendeiner Kiste, damit ich die nicht mehr sehen muss, weil ich mag die halt einfach nicht, die Funhole-Minifiguren. Die Gasstation habe ich ja erst aufgebaut, deshalb kann ich euch die hier zeigen. Das wäre die eine, das die zweite und dann haben wir noch eine weitere Dame mit Rock als die dritte und die sind halt Funhole-typisch mit den Funhole-typischen Problemen. Vor allem halt diese Arme, die einfach schrecklich sind. Sobald man die nach oben nimmt, hat er einfach nur noch den Arm vorm Gesicht und auch im Zustand, wenn er die vor den Körper hält, finde ich, sieht das ganz schlimm aus. Also ich werde nicht warm mit diesen Funhole-Minifiguren. Da können sie noch so schöne Prints auf den Torsos haben, wie jetzt in dem Fall auch. Also die Prints sind wirklich schön und aufwendig auch hier gemacht. Hier ist, glaube ich, wieder mal ein kleiner Farbfehler. Ich vermute mal, das sollte Hautfarben sein, trifft aber die Hautfarbe irgendwie so gar nicht. Aber auch nicht weiter wild, weil, wie gesagt, die Minifiguren sind auf jeden Fall nicht meins und die landen in irgendeiner Kiste. Wenn man sich beide Gebäude zusammen anschaut, sie sind ja Teil einer Serie, fällt vor allen Dingen eins auf, dass sie zum einen nicht nebeneinander passen. Das ist vor allem dem sehr großen Motel-Schild geschuldet, das beim Motel eben dabei ist und das sehr weit über die Baseplate rausragt. Würde man die Tankstelle auf die andere Seite stellen wollen, könnte man nicht reinfahren, weil hier die Einfahrt durch das Motel-Gebäude blockiert ist. Dann ist auch ein bisschen unklar, aus welcher Region die beiden Gebäude stammen sollen, wenn sie denn wirklich aus der gleichen Region sind. Weil während wir beim Motel saftig grüne Wiese vorne dran haben mit Blümelchen und allem, ist die Tankstelle doch ganz schön wüstig braun. Jetzt kann man natürlich argumentieren, beim Motel gibt sich da jemand Mühe, der gießt jeden Tag das Gras und auch die Blumen, damit die ebenso saftig grün sind, während das bei der Tanke keinen interessiert. Das würde ich tatsächlich als Argument gelten lassen. Das Argument, warum man irgendwie Teile übrig hat, mit denen irgendwie niemand rechnet, das sind jetzt nochmal beispielsweise die Fliesen, die bei der Tankstelle übrig waren. Sind ja keine Fliesen, sind Plates. Aber ihr wisst, was ich meine. Das würde man bei anderen Herstellern einfach nicht erwarten als Spare Parts, als Ersatzteile. Und deshalb ist man eigentlich die ganze Zeit, wenn man einen Bauabschnitt fertig hat, am Zurückblättern, um zu gucken, ob man es nicht vielleicht doch irgendwo vergessen hat zu verbauen. Und meistens ist die Antwort tatsächlich nein, aber die Zeit hat man damit trotzdem verschwendet. Bei aller kleinteiligen Kritik, die ich wieder hatte, ich glaube, das ist meine neue Lieblingsserie von Funhole tatsächlich. Also auch die anderen sind super. Town Life, wie heißt diese Ninjago-Serie, City Punk, genau.
Die sind auch super geil, ja. Aber die hier, das trifft halt genau das Amerika, in das ich mich als Kind, als Teenager verliebt habe, das ich aus Serien kenne, eben dieses Amerika der 70er Jahre, diese unglaublichen Weiten und dann aber auch diese unglaublich coolen Gebäude und Autos. Das weckt einfach Kindheitserinnerungen und deshalb ist das, glaube ich, meine kleine neue heimliche Lieblingsserie von Funhole. Funhole ist ja, man sieht es ein bisschen so an der Anzahl der Beiträge hier auf diesem Kanal, so meine kleine Lieblingsmarke auch geworden in letzter Zeit. Das wird sich aber in Kürze ändern. Und zwar, weil sie sich umbenennen in Lumibricks. Das soll es für heute gewesen sein. Hier hinter mir steht noch die Dance Factory aus der Street Fusion Serie. Die hatte ich gerade ganz vergessen. Also es sind ja 4 Serien, die Funhole tatsächlich hat mit großen modularen Gebäuden. Und auch die Dance Factory will natürlich in Kürze mal hier auf dem Kanal gezeigt werden. Aber für heute war's das mal mit einem ersten Blick auf die Roadtrip-Serie mit dem Motel und mit der Tankstelle.